DDR-Museum Dr. Wolle. Frag Dr. Wolle. Gegenwärtig wird ja wieder sehr viel über die DDR diskutiert, was gut war, was schlecht war. Und auch bei uns im Museum steht das normale Alltagsleben der Menschen im Mittelpunkt. Aber wer über die DDR redet, muss eben auch über die Mauer reden. Wie ist es zu dieser Situation gekommen? Da muss man mal ein kleines bisschen in die Geschichte zurückgehen. 1945, nach der bedingungslosen Kapitulation, wurde Deutschland in 4 Besatzungszonen eingeteilt. Die sowjetische Besatzungszone, die spätere DDR und die 3 westlichen Besatzungszonen, aus denen dann die Bundesrepublik entstanden ist, also die britische, amerikanische und französische. Und Berlin wurde dementsprechend in 4 Sektoren eingeteilt als Sitz der Alliierten Kontrollkommission. Während die Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR schon seit den frühen 50er Jahren praktisch undurchlässig gewesen ist, war Berlin für alle, die die DDR verlassen wollten, das große Schlupfloch. Und das waren eben sehr, sehr viele Menschen, insgesamt etwa 3 Millionen. Das heißt, die SED-Führung war eigentlich bei Strafe ihres Untergangs genötigt, eine Grenzsperre einzurichten. Das geschah schließlich am 13. August 1961. Als die Berliner morgens aufwachten, standen da stacheldrahtverhaue Soldaten der NVA und Soldaten der Kampfgruppen mit durchgeladenen Maschinenpistolen und mit aufgepflanztem Bajonett. Und was wir hier sehen, diese Betonsegmente mit dem Kletterschutz obendrauf, ist die sogenannte 3. Generation der Mauer, die seit 1975 so angelegt wurde. Davor und danach wurden die Grenzanlagen immer weiter modernisiert und ausgebaut, aber sie wurden eben auch politisch immer weniger tragfähig. Nun darf man sich das nicht so vorstellen, als ob man direkt an diese Mauer herankam vom Osten her. Vom Westen her ging das. Das sieht man hier auch sehr schön in diesem Diorama. Da wurde die Mauer vollgemalt mit Graffiti und diversen Sprüchen. Aber auf der östlichen Seite war es eben nicht nur die Mauer, sondern ein tief gestaffeltes System von Sperren und Sicherheitsanlagen. Da gab es zunächst mal die eigentliche Mauer, war die Staatsgrenze der DDR, so war der offizielle Begriff, mit bewaffneten Posten besetzt und Wachtürme, die man hier sieht. Und dann gab es hier noch mal einen Streifen, der sehr, sehr hell beleuchtet war. Wenn in Ostberlin die Straßenbeleuchtung ausfiel, und das kam gelegentlich vor aufgrund des Energiemangels, dann lag über der ganzen Stadt so ein geheimnisvoller Schein. Das war eben nicht das Nordlicht, sondern es waren hier die Lichtanlagen. Dafür war immer genug Energie da. Längs der Mauer gab es noch ein Sperrgebiet, was man nur mit Passierschein betreten durfte. Das war zum einen die Sicherung der Mauer, zum anderen sollte aber die Mauer und die Grenzanlage eben auch aus dem Stadtbild und damit auch aus dem Bewusstsein der Menschen verschwinden. Wer es dennoch versuchte, riskierte ohne Übertreibung sein Leben. Es wurde von Anfang an scharf geschossen. Man rechnet mit etwas über 100 aktenkundig nachgewiesenen Todesfällen. Schließlich kam es dann zu dem demokratischen Umschwung in der DDR. Es gab große Demonstrationen seit September 1989, eine Fluchtbewegung über Ungarn und die Tschechoslowakei. Und es war klar, wenn die DDR demokratisch werden will, dann muss auch die Mauer weg. Es war eine der zentralen Forderungen der Demokratiebewegung, Reisefreiheit. Und am 9. November strömten die Menschen jubelnd und glücklich und zufrieden durch die Sperranlagen an der Mauer, ohne dass dabei ein einziger Schuss fiel. Sicherlich einer der glücklichsten Tage der deutschen Geschichte. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.